denke mir immer, das beste Beispiel, Berlin, Flughafen, wenn die Treppe im Nirvana aufhört, dann gibt es halt ein Riesenproblem. Und die Kosten und so weiter, alles, was da dahinter hängt und was es mit sich bringt, kann ich ganz einfach mit einem Tool, was nicht viel Geld kostet, aus der Welt schaffen. Heute haben wir Jens Astwalk von der Firma Scheplast zu Gast. Jens, vielleicht möchtest du einfach kurz mal ein bisschen was über dich und auch die Firma Scheplast erzählen. Sehr gerne. Ja, die Firma Scheplast gibt es mittlerweile seit 1977. Wir sind im Bereich der Kunststoffverarbeitung tätig, um genau zu sein im Spritzguss. Wir verarbeiten sehr, sehr viele recycelten Materialien und natürlich Biopolymere, weil wir uns natürlich als Kunststoffverarbeiter auf die Fahne geschrieben haben, dass wir dieses Thema Kreislaufwirtschaft wirklich angehen möchten, ja, nicht nur davon reden, sondern tatsächlich auch umsetzen. Und was ist so deine Rolle bei Scheplast? Ich mache bei Scheplast das Thema Vertrieb, Marketing, bin auch ein bisschen Ansprechpartner für unsere Projektmanager, weil ich eben selbst aus dem Bereich komme, aus dem Spritzguss, habe das vor langer Zeit mal gelernt und unterstütze einfach in dieser Weise auch. Okay. Und du hast es jetzt ja gerade schon angesprochen, dass das Thema Nachhaltigkeit oder auch Plastik an sich ist eben ein großes Thema gerade. Ihr legt da ja einen sehr großen Wert drauf. Vielleicht möchtest du einfach ein bisschen erklären, wie ihr denn das Thema Nachhaltigkeit bei Scheplast so lebt. Also wir sehen das Ganze so, klar, als kunststoffverarbeitender Produzent, wenn man so auf die Jahre zurückschaut, seit 1950 wurde das mal gemessen, bis 2015 wurden 8,3 Milliarden Kunststoff produziert, wovon mittlerweile über 75% Abfall sind. Und genau hier möchten wir einfach anknüpfen, wir möchten schauen bzw. das Ganze möglich machen, recycelte Materialien tatsächlich zu verarbeiten. Und wir schauen dann natürlich auch, in welchen Bereichen das möglich ist. Unter anderem eben im Bereich Bau, alles, was man nicht mehr sieht, was auch Abwasser und so weiter angeht, sind solche Materialien optimal einzusetzen. Und wir machen was Gutes für die Umwelt und sparen somit auch dem Kunden viel, viel Geld, anstatt wirklich Neuware zu verwenden. Und macht ihr auch sowas in Richtung, also macht ihr auch außerhalb jetzt vom Kunststoff was in Richtung Energierückgewinnung oder? Ja, also unser komplettes Firmengebäude mit Sitz in Hörenhausen, Nähe von Schwendi, also hier ganz in der Umgebung. Wir haben das komplette Gebäude mittlerweile mit PV ausgestattet, eben um hier Strom zu erzeugen für unsere Maschinen. Dann nutzen wir auch die Abwärme der Maschine zum Heizen der ganzen Flächen, der Lagerflächen, Sozialräume etc. Und wir haben auch rings ums Gebäude eine, wie soll ich sagen, nicht eine kleine Landwirtschaft, aber bei uns gibt es jetzt nicht den Rasen, der auf 1 Zentimeter getrimmt ist, sondern bei uns gibt es Wildblumen. Wir pflanzen auch bewusst Sonnenblumen an und so weiter, haben auch unser Rücklaufbecken genutzt, einfach für ein paar Tiere und so weiter. Und hier geben wir auch Verantwortung dann an unsere Azubis. Wir sehen das ganz einfach so, wir möchten nicht nur Leute ausbilden in den unterschiedlichen Bereichen, sondern möchten wirklich Verantwortung mitgeben. Das heißt zum Beispiel, wir haben ein paar Hühner bei uns ums Gebäude und unsere Azubis dürfen sich dann auch immer wieder mal um die Hühner kümmern, dass sie einfach mal wissen, okay, das Ei gibt es nicht nur irgendwo im Supermarkt, sondern da hängt natürlich auch was dahinter. Ja. Nee, ist sehr schön, das zu sehen. Das sieht man auch, wenn man auf eure Webseite geht, dass ihr das Thema einfach lebt und da auf die verschiedensten Bereiche irgendwie versucht, in Richtung Nachhaltigkeit einfach mehr zu tun wie andere. Wo ihr ja auch sehr groß seid, ist das Thema Biopolymere. Vielleicht möchtest du das auch kurz erklären, was sind denn abbaubare oder biologisch abbaubare Kunststoffe, wie werden die hergestellt, wozu können die auch verwendet werden? Also grundsätzlich sieht es so aus, Biopolymere kann man für ganz unterschiedliche Bereiche nutzen. Es ist auch nicht so, dass ein Biopolymer sich jetzt einfach zersetzt. Also nehmen wir mal an, wir spritzen irgendein Formteil und wir legen das raus, jetzt heute, wo es so schön regnet. Später gibt es dann wieder Sonne, dass sich dann dieses Teil irgendwo zersetzt. So ist es nicht. Kann man ein bisschen vergleichen mit einem Stück Holz. Holz ist ein ganz natürlicher Werkstoff. Wenn ich den rauslege und der liegt 10 Jahre irgendwo rum, fängt er irgendwann an, sich zu zersetzen. Grundsätzlich sieht es dann aber auch so aus, bei dem Biopolymer soll sich irgendwann auch zersetzen, aber immer in Abhängigkeit
von dem konstruktiven Aufbau. Das heißt, die Wandstärke, ganz entscheidender Grund. Dann natürlich auch, welche Anteile ich damit drin habe. Gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie gesagt, auf Basis von Zuckerrohr, von Kartoffelstärke, Maisstärke. Also es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten und da versuchen wir wirklich auch unseren Kunden eine alternative Möglichkeit zu bieten zu den rohölbasierten Kunststoffen. Und was würdest du sagen, was wären jetzt so optimale Einsatzorte, sage ich jetzt mal, oder wofür wäre das gut geeignet, das einzusetzen? Was natürlich sehr, sehr interessant ist, sind eben gerade, also wir sehen es ja auch alle immer wieder, Wälder, die frisch angepflanzt werden, da kommen diese Wuchshüllen drumherum. Die sind oftmals noch aus PP oder PE. Die müssen natürlich den Wetterstand halten und so weiter und die Tiere sollen natürlich dann auch diese kleinen Bäumchen dann nicht abfressen, weil dann wachsen sie nicht. Aber also für alle, die gerne im Wald unterwegs sind, einfach mal drauf schauen. Diese Wuchshüllen, die sind dann immer noch an den Bäumen, auch wenn die Bäume schon, ich sage jetzt mal 10, 15 Meter hoch sind. Und die sammelt halt niemand ein. Und durch diese Umwelteinflüsse wie Hitze, Kälte, Feuchtigkeit und so weiter, brechen die irgendwann auseinander und das zersetzt sich dann halt im Wald. Und so habe ich halt wirklich Mikroplastik im Wald, was wir natürlich auch versuchen zu verhindern. Und wo würdest du dann sagen, was sind so die Grenzen von der Anwendbarkeit? Also ich sage, die Grenzen sind da, wo es wirklich um sicherheitsrelevante Bauteile geht. Da kann man nicht ganz auf rohölbasierte Kunststoffe verzichten, ganz klar. Wo ich es ganz stark sehe, auch im Lebensmittelbereich, also wenn wir uns so durch den Supermarkt bewegen, wenn man sieht, was da alles so verpackt rumsteht und liegt, sind es wirklich extreme Mengen und so eine Verpackung hat im maximalen Fall eine Langlebigkeit von 6 Monaten, wenn wir mal von einer Zahnpastatube ausgehen. Wenn es ganz normale Verpackungen sind, wie zum Beispiel eine Käseverpackung oder so, dann sind das oftmals halt auch nur ein paar Tage. Und in dem Bereich sehe ich das schon als riesen Vorteil. Also es gibt mittlerweile Kunststoffe, wo nichts mehr reingeht, also Biopolymere und auch nichts mehr raus. Das war immer das große Problem. Und wenn man diesen ganzen Verpackungsbereich dann mal so ein bisschen komprimiert und vielleicht auch 2 Wertströme macht, einmal Biopolymer, dann kann das Ganze auch viel besser recycelt werden. Und gibt es auch so eine Mischung aus Biopolymer und normalem Kunststoff? Gibt es tatsächlich auch. Ja, wir verarbeiten von biowertem Material. Die sind oder haben auch einen sehr starken Fokus eben auf Nachhaltigkeit. Die stellen zum Teil Strom her, nutzen dann aber auch wiederum Abfälle wie Gras aus der Kommune zur Herstellung dann von dem Biomaterial oder Teilbiomaterial. Die nutzen dann ein Polypropylen aus der Medizinbranche, was ohnehin ein Abfallprodukt wäre, was aber einen extrem hohen Reinheitsgrad hat, vermischen das dann mit dem Gras aus der Kommune. Jetzt kommt wieder der Gedanke, okay, jetzt mischt man Bio- und rohölbasiertes Material. Da kommt es dann tatsächlich wieder auf den Anwendungsfall drauf an, beziehungsweise soll es jetzt eine Abdeckung sein, die in dem Traktor verbaut wird, die dann über 10 Jahre oder 20, 30 Jahre da ist, dann macht es absolut Sinn. Weil so habe ich halt auch ein Minus-CO2-Material. Ansonsten würde das halt verbrennt werden und das Gras aus der Kommune geht dann meistens auch in die Verbrennung. Oder? Ja. Das heißt, eigentlich ist, die Einsatzmöglichkeiten sind schon sehr, sehr vielseitig. Wie ist da so die Nachfrage? Wird das sehr oft angefragt oder hält sich das noch in Grenzen? Also es kommt immer mehr. Man stellt auch fest, also wir waren jetzt auf der KPA in Ulm, war unsere Feststellung, viele Firmen stellen jetzt irgendwelche Nachhaltigkeitsbeauftragten ein, die sich genau um solche Dinge kümmern, die das Ganze auch hinterfragen, was gibt es denn für Möglichkeiten, wo sehen wir Möglichkeiten. Und hier möchten wir im Grunde auch einen ganz klaren Mehrwert bieten, dass wir dann auch sagen, wir schauen euch gemeinsam eure Produkte an, so wie sie jetzt bestehen und schauen dann, okay, gibt es umweltfreundliche Materialien, wie zum Beispiel ein Polypropylen anstatt ein PA6 oder dann aber auch, wenn die Möglichkeit besteht und der Kunde da auch wirklich dahinter steht und sagt, okay, ich möchte ganz gerne ein Biopolymer nutzen, dann machen wir da Musterungen, wir schauen uns die Dinge an, machen Tests dazu und dann wird entschieden, ob man dann in die andere Richtung geht oder nicht. Okay, das heißt, da wären wir jetzt ja auch schon ein bisschen beim Thema Produktmanagement oder Projektmanagement.
Das heißt, bei euch läuft es grundsätzlich so ab, die Kunden kommen auf euch zu, sagen, wir wollen das und das Produkt und ihr macht dann Vorschläge. Genau, also der Kunde kommt grundsätzlich oder in erster Linie zu uns. Er hat ja eine Vorstellung, er hat eine Idee. Wir schauen uns das Ganze an, oftmals auch schon eine fertige Konstruktion von dem jeweiligen Bauteil und die möchten dann von uns ein Werkzeug und möchten dann die Bauteile von uns gefertigt haben. Was wir halt immer wieder tun, also wir hinterfragen immer das Material, warum, wieso, weshalb. Muss es genau dieses Material sein? Wie gesagt, gibt es irgendwelche Möglichkeiten, ein alternatives Material zu nutzen, um somit einfach für die Umwelt was Gutes zu tun, ja, und dann schlussendlich auch dem Kunde vielleicht auch Geld einzusparen. Also das kommt auch immer wieder vor. Sind Kunden natürlich immer glücklich, wenn man Geld spart. Das andere Thema ist auch sowas, wir sind im aktiven Spritzschäumen unterwegs. Ist eine ganz neue Technologie. Das spart bis zu 30% Material. Nicht ganz wie das konventionelle Spritzen. Und das ist einfach so ein Thema, da haben wir uns jetzt darauf spezialisiert, aus diesem Umweltgedanke und auch der große Vorteil für den Kunde dann mehr Stabilität, mehr Isolation, weniger Material und somit natürlich auch Kostenersparnis. Bedeutet das dann, dass da mehr Luft eingespritzt wird? Oder? Kann man sich ein bisschen vorstellen, ich erkläre es noch mal ein bisschen wie ein Hefeteig, der geht ja dann irgendwann auch mal auf. Und dasselbe machen wir eigentlich dann auch im Kunststoffspritzguss. Wir spritzen quasi diesen Kunststoff ins Werkzeug ein und durch dieses Treibmittel, das dabei ist, also ein chemisches Schäumen, ziehen wir dann das Werkzeug ein Stück weit auf und dann gibt es im inneren Bereich eine Luftstruktur, was dann wiederum diese Stabilität dann ausmacht. Okay. Und hier sind wir auch ein bisschen flexibel, auch was die Wandstärken angeht. Wenn ein Kunde das jetzt zum Beispiel ein bisschen breiter möchte und ein bisschen stärker, dann ziehen wir das Ganze weiter auf und somit haben wir eine dickere Wandstärke und noch ein bisschen mehr Stabilität. Dann würde mich nur interessieren, wenn der Kunde auf euch zukommt, dann habt ihr ja auch ein Produkt und das bringt er schon als dreidimensionales Modell, also ihr arbeitet ja auch mit CAD, bringt er das dann schon mit oder wird das bei euch erstellt? Gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Meistens bringt der Kunde tatsächlich dieses Modell dann schon mit, beziehungsweise diesen Datensatz. Wir schauen uns das Ganze an, gemeinsam auch mit dem Werkzeugmacher, da sind wir auch wieder in 3D dann unterwegs, machen dann auch dementsprechend Füllanalysen. Gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, unterschiedliche Programme in der Hinsicht. Und hier haben wir einfach den großen Vorteil, wir können vorab schon mal feststellen, wo gibt es vielleicht Probleme beim Füllen des Bauteils. Also gibt es irgendwo Verbrennungen, müssen wir irgendwelche Wandstärken anpassen. Und das machen wir dann einfach gleich in diesem Zuge mit, um einfach dem Kunden dann dieses rundum sorglos Paket zu bieten. Das ist der Wunsch des Kunden, klar, der möchte Lösungen und keine Fragen. Und das bearbeiten wir dann soweit und machen alles fertig, dass es passt. Hilft euch das dann auch dabei, Ressourcen zu schonen oder halt einzusparen oder bei der Kreislaufwirtschaft? Ja, definitiv. Also früher, als es noch nicht der Fall war, dass es solche Simulationen gab, wurde halt ein Werkzeug gebaut. Klar, da kommt natürlich viel Wissen dazu von Werkzeugmachern und so weiter. Aber dann im Nachgang, wenn ein Werkzeug mal wirklich steht und fix und fertig ist und auf der Maschine ist und ich muss es dann im Nachgang nochmals bearbeiten, fahre ich am Anfang natürlich sehr viel Ausschuss, was wiederum schlecht für die Umwelt ist und natürlich auch für die Finanzen. Und zum anderen, klar, gehen wir dann in die nächste Runde und das Werkzeug wird halt mehrmals angepasst. Wenn wir eben vorab diese Füllsimulation machen, dann sind es im Nachgang meistens nur noch kleine Details, die dann optimiert werden, wie eine Lüftung einbringen, so kleine Dinge halt. Ja. Kommt ihr dann auch im Baubereich zum Einsatz? Ja, also wo wir sehr stark unterwegs sind, ist im Bereich Tiefbau. Da machen wir Kupplungen, Stecksysteme etc. pp. Für einen ganz großen Kunden, der das Ganze natürlich dann auch vertreibt. Und hier haben wir halt auch die Möglichkeit, recycelte Materialien zu verwenden. Die stehen da auch voll dahinter. Und das sind einfach so, oder ganz stark unser Fokus, genau solche Kunden zu gewinnen, die genauso denken, die wir in diesem Bereich dann auch unterstützen können, sei es konstruktiv als auch in der Materialauswahl. Genau, weil ich glaube, so können wir gemeinsam weiterkommen und unserer Umwelt und unserer nächsten Generation auf jeden Fall was Gutes tun. Du hast mir ja letztes Mal erzählt, dass du selber tatsächlich letztens gebaut hast und auch, du kommst ja auch beruflich, warst ja schon im
CAD-Bereich unterwegs. Vielleicht möchtest du noch kurz ein bisschen darauf eingehen, wie du denn die Rolle von BIM siehst, ob du sagst, das ist ein Mehrwert auch in Hinsicht der Nachhaltigkeit. Also aus meiner Sicht ist BIM ein Riesenvorteil für die ganze Baubranche. Wie gesagt, so aus eigener Erfahrung, wenn ich das Ganze so verfolgt habe, was alles so passiert auf einer Baustelle, wo der eine nichts vom anderen weiß, sind auf einmal Leitungen irgendwo da, wo sie nicht hingehören, dann kommt der Elektriker dazu, der muss dann auch wieder irgendwas aufklopfen oder so. Oder es hört dann einfach irgendeine Wand da auf, wo sie eigentlich nicht aufhören sollte. Von dem her kann ich nur sagen, also ein Riesenvorteil, auch im Bereich der Kommune, denke ich mir immer, wenn man die großen Gebäude wirklich sieht, ja, wie Schulen etc., und ich habe hier jemand, der das Ganze managt, allein wenn es nur um die Glühbirne links oben im Raum XY geht und der kann per Klick da einfach reinschauen und sieht, okay, die Glühbirne kommt von der Firma XY mit der und der Wattzahl, macht es mit Sicherheit oder bringt es mit Sicherheit einen extrem großen Vorteil. Also aus meiner Sicht definitiv BIM perfekt. Ja. Ich denke mir auch mal, das beste Beispiel, Berlin, Flughafen, wenn die Treppe im Nirvana aufhört, dann gibt es halt ein Riesenproblem. Und die Kosten und so weiter, alles, was da dahinter hängt und was es mit sich bringt, kann ich ganz einfach mit einem Tool, was nicht viel Geld kostet, aus der Welt schaffen. Ihr bei Schäblast seid ja auch Partner von uns, von Bimity. Was gefällt dir persönlich denn eigentlich an Bimity? Was ich sensationell gut finde an Bimity sind natürlich diese Möglichkeiten, erstmal unterschiedliche Partner kennenzulernen, ja, die wirklich die absoluten Profis in ihren Bereichen sind. Dann finde ich es natürlich auch extrem interessant und dieser Gedanke da dahinter, sich wie in einer Bibliothek zurechtzufinden und zu sagen, okay, ich brauche genau dieses Thema X, Y und Z, kann das einfach für mich selbst lernen. Ich brauche niemand dazu. Dass es alles selbsterklärend ist, also ein Riesenvorteil. Und ich bin davon überzeugt, dass Bimity genau das möglich macht, also in diesem Bereich Digitalisierung, vor allem auch im Bau, voranzukommen und daraus wirklich dementsprechend auch einen Mehrwert für die ganze Gesellschaft zu schaffen. Schön, dass du das so sagst, weil im Endeffekt ist das ja genau unser Ziel, dass wir einfach individuelles und flexibles Lernen ermöglichen, dass einfach jederzeit sich in die Richtung weiterentwickeln kann und so in dem Tempo lernen kann, das ihm auch einfach liegt, weil das schon wichtig ist, einfach auch um die Digitalisierung in dem Bereich voranzutreiben. Genau, von dem her schön, dass du das tatsächlich auch so siehst wie wir. Dann hätte ich noch eine Frage an dich, und zwar, wie lebst du das Thema Nachhaltigkeit denn im Privaten so? Also im privaten Bereich, ich habe mittlerweile 2 Kinder und eine Frau. Logisch, wenn 2 Kinder da sind. Aber auf jeden Fall in dem Bereich versuchen wir natürlich auch immer so CO2-neutral wie irgendwie möglich zu leben. Also auch unser Hausbau beziehungsweise unser Haus hat Erdwärme. Das war uns auch ein ganz wichtiger Punkt, da einfach CO2 einzusparen. Dann versuchen wir jede Strecke, die irgendwie möglich ist, mit dem Fahrrad zu bewältigen. Egal ob hobbymäßig oder natürlich auch, wenn es Strecken zur Arbeit sind, mal ja hin und wieder, immer wieder mal in die Arbeit. Schon nicht gerade der nächste Weg, sind ca. 50 Kilometer von mir aus. Und klar, wir erziehen unsere Kinder natürlich auch dementsprechend. Ja, dass da einfach ein bisschen drauf geachtet wird, auch was das Thema Müllproduktion und so weiter angeht. Genau. Du bist ja auch ein sehr leidenschaftlicher Biker, habe ich gehört. Hast deine eigene Bikeschule, oder? Und das macht Spaß? Definitiv ja, klar. War eigentlich schon immer so ein Wunsch von mir und kam auch immer wieder mal die Anfrage von Freunden, wie es aussieht, ob ich da nicht irgendwas tun könnte, eben was Techniktraining und so weiter angeht. Und tatsächlich jetzt seit 2019 mache ich das nebenbei. Aber macht auf jeden Fall definitiv sehr viel Spaß. Und sind dann alle Altersgrößen oder sind es eher ältere oder wie kann man sich das so vorstellen? Also wirklich von klein bis groß. Ja, wir machen einmal jährlich, gibt es ein ganz tolles Event, ein Kids Day, wo wirklich Kinder dabei sind von 6 bis 10 Jahren. Und da bauen wir dann so einen kleinen Parcours auf. Das läuft auch dann unter dem Motto Kids Radeln für Kids. Also wir möchten die Einnahmen, oder die werden dann immer gesponsert für soziale Zwecke.
Und zum anderen, klar, die Erwachsenen, die machen dann separat irgendwelche Kurse. Gibt es dann wirklich von Anfänger bis Profi, bieten wir da Kurse an. Und ja, das kommt sehr gut an und macht definitiv sehr viel Spaß. Sehr schön, dann müssen wir vielleicht nur einen Betriebsausflug hinmachen. Für mich wäre es auch gar kein Problem. Genau, dann hätte ich nur eine letzte Frage und zwar, was denkst du denn, was müsste sich bei uns in der Gesellschaft ändern, um das Thema Nachhaltigkeit ein bisschen mehr zu leben? Also aus meiner Sicht müssen wir allesamt wieder lernen, etwas zu verzichten. Also auch dieses ganze To-Go-Thema und so weiter. Ist es wirklich nötig, dass ich meinen Kaffee beim Bäcker hole im Pappbecher oder im Plastikbecher oder auch wenn es jetzt Mehrwegartikel sind? Das ist alles immer nice to have. Ich persönlich mache das oft so, ja, bevor ich morgens zur Arbeit gehe, dann manche lachen mich auch aus. Ja, ich nehme einfach meine Kaffeetasse von daheim mit. Die bringe ich dann abends einfach wieder mit heim und dann geht die immer durch die Spülmaschine, das passt dann auch. Aber klar, die Gesellschaft an sich, ich bin ja viel mit dem Rad unterwegs und mich schockiert das dann schon immer wieder, ja, wenn man dann sieht, was alles so an Müll auf der Straße liegt und so weiter. Und aus meiner Sicht oftmals die Bequemlichkeit, Dinge einfach wieder dorthin zu bringen, wo man sie her hat oder mit heim in die Mülltonne oder sowas. Ja, aber Verzicht, glaube ich, ganz wichtiger Punkt. Nee, da stimme ich dir voll zu. Ich glaube auch, es ist auch viel mit mehr Planung und mehr Vorbereitung behaftet, wenn man eben nachhaltiger leben möchte. Und das sind, glaube ich, viele Leute wollen einfach den Schritt in die Richtung einfach noch nicht gehen. Ja, aber schön, dass du so vorbildlich unterwegs bist. Dann vielen Dank dir, dass du heute bei uns da warst und für das sehr interessante Interview. Vielen Dank für die Einladung. Bis hoffentlich bald. Ja, auf jeden Fall, bin ich mir sicher. Okay. Heute hatten wir ein sehr spannendes Interview mit dem Jens Asfalk zum Thema Nachhaltigkeit. Und wenn ihr das genauso spannend fandet wie wir, dann lasst uns bitte ein Like da oder ihr dürft natürlich auch gerne eure eigene Meinung unter dem Video kommentieren.